Ja, herzlich willkommen, Blender-Freunde, zu unserem nächsten Part unserer Fabrikhalle. So, wir schließen hier mit Kapitel 1 ab und starten jetzt mit Kapitel 2. In Kapitel 2 geht es jetzt nur um das Innere unserer Fabrikhalle. Ja, wir werden jetzt die Innenwand mit Textur und dann T-Träger und Betonpfosten, eben was alles dazu gehört, das werden wir komplett im Kapitel 2 durchgehen. Ja, damit fangen wir jetzt an. So, alles klar. Wir erstellen erstmal eine Plane. So, und diese Plane platzieren wir mal so mittig in unserer Halle. So, und skalieren das, sagen wir mal 20, das reicht erstmal für uns. Okay. So. Und jetzt gehen wir hier rein. So. Okay. In diesem Abschnitt werden wir jetzt die Innenwände mit so einer Art Putzwand, ja, eine verputzte Wand. Und wie draußen natürlich wieder möchte ich paar Ziegelmauer, die rausgucken, ja. Das werden wir jetzt mit der Innenwand hier versehen. Ja, okay. Gut, fangen wir an. Wir nehmen die erste Wand hier unten. Wir fangen mit mit dieser Wand komplett an. Gehen auf Backslash, isolieren das kurz. Gehen auf Edit und selektieren diese komplette Wand. Ich sehe schon, okay, die ist schon hier selektiert. Okay, super, das passt. Genau. Also diese Innenwand, ja, nur diese Fläche, die Seiteninnenflächen, sie bleiben so, wie sie sind. Ja, ja, und dann gehen wir auf Plus und machen ein New Material. So, den nennen wir Inner. Moment. Inner Wall. So, genau. Jetzt erstellen wir unsere Textur, machen einen Shade Editor auf, N. So. Klicken unser Node hier, Steuerung Shift T, gehen auf unsere Texturen. Auch hierfür habe ich wieder eine Textur von polyheaven.com runtergeladen. Die werde ich, wie gesagt, alles, was ich für Texturen hier nutze, werde ich in die Videobeschreibung den Download-Link dafür setzen. Ja? So, wir öffnen jetzt, wie gesagt, unsere Textur und gehen auf Assign. Soweit, so gut. Okay, jetzt müssen wir nochmal den UV-Editor öffnen. Schauen uns das mal an. So, gehen auf Edit. Und auf unsere UV-Maps, dass wir auf der richtigen UV-Map ist. Ja, das ist wichtig. Gut, und jetzt machen wir ein U für Unwrap und schauen uns das mal an. Okay, gut, den müssen wir natürlich jetzt rotieren. Warum müssen wir es rotieren? Weil unsere, wo haben wir es denn? So, genau. Das ist ja unsere Textur. Und das habe ich ausgewählt, weil da schöne, leichte Rillen sind. So richtig schöne Betonwand, Putzwand. Ne? Und das würde ich, wie gesagt, für den Innenraum nutzen. So, dementsprechend möchte ich jetzt auch diese UV-Map skalieren, dass es so passt. So ungefähr in der Höhe. Perfekt. So, und dann schauen wir uns das mal an. Ja, genau, das sieht schon mal gut aus. Okay, gut. So, und jetzt kommt dieselbe Prozedur, was wir schon hier gemacht haben. Wir werden auch diese Mauer dafür nutzen, dass wir eine zusätzliche Textur hier auflegen, sondern die Ziegelmauer-Textur und damit Paint sozusagen einfach durch die einigen Bruchstellen von der Putzmauer rausgucken lassen. Ja? Damit fangen wir jetzt an. So, wir ziehen mal den Fenster hier ein bisschen rüber. Wir machen das mal anders. Ich klicke diese Fläche hier an und mit Steuerung Space vergrößern wir einfach mal dieses Fenster hier. Gut.
Jetzt selektiere ich unser Node hier, Shift D, dupliziere das. Ja, perfekt, bisschen höher. Okay. Steuerung Shift T. Holen wir unsere Ziegelmauer, ja, und setzen das einfach hier ein. Jetzt haben wir unseren Material Output, den ziehen wir rüber. Shader, Mix Shader setzen wir dazwischen. So, jetzt haben wir schon mal die beiden gemixt. Und jetzt holen wir unsere beiden, diese Displacement, ja, und diese Displacement verbinden wir mit Mix Color, gehen auf Color, Mix Color und den setzen wir hier zwischen und den nehmen wir hier raus und den darunter. Und den löschen wir. Gut, okay, jetzt haben wir zwei Shader verbunden, soweit so gut, alles fertig. So, und Shift A, Input, Attribute und den hier rüber. So, und den in den Faktor rein. Also den Color Slot hier in den Faktor. Soweit so gut. Und jetzt gehen wir hier auf unseren Color Attribut, klicken hier auf Plus und nennen das Inner Wall. Ja, also die Innenwand. Und drücken hier auf OK. Gut, jetzt haben wir dieses Wort, den kopieren wir mit Steuerung C und setzen das hier hinein. Perfekt. Super. Okay, soweit so gut. Anschließend müssen wir noch wir haben ja noch unseren Mix Color hier von den Displacement und da müssen wir den Faktor auch hier in den Mix Color reinsetzen. So, weil wenn ihr zum Beispiel doch vielleicht mit Displacement arbeitet unter euch, die jetzt Subdivision noch hier reinsetzen wollen, dann hebt das nochmal richtig ab. Ja? Die Ziegeltextur mit der Putz, also Betonwand, würde sich dann unterschiedlich abheben. Da kommt die Wirkung besser hervor. Ja? So, und dafür... Ja, gut, okay. Wir gehen jetzt einmal hier etwas näher ran. So, wir fangen mit der kleinen Ecke an, gehen auf Vertex Paint und versuchen mal hier ein klein bisschen was zu malen. Aha. Gut, wir sehen schon, die Textur ist ziemlich groß von der Ziegelmauer. Den müssen wir natürlich jetzt eben ändern. Wir gehen mal hier rüber. Hier oben ist unsere Ziegelmauer-Textur und hier setzen wir mal, machen wir 3. Ja, das ist gut so. Okay, gut, das war's schon und jetzt können wir anfangen hier an einigen Stellen unsere Ziegelmauer rauszumalen. Okay, das ist jetzt zu viel. Mit Steuerung-Taste gedrückt könnt ihr wieder das eigentlich wieder ausmalen, wenn zu viele Stellen sind. Oh, das gefällt mir. Wie gesagt, wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Vertices, deswegen klappt das nicht immer da, wo wir gerade malen, schön, also auf der Stelle zu malen, ja, weil die Vertices einfach nicht da sind, ja, und damit möchte ich noch sparen. Also ich brauche nur einen Klick zu machen und schon wandert diese Strich, diese Bemalung bis nach oben hin, ja. So, das ist euch überlassen, je nach Rechenleistung, ja. Das müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr noch genauer malen wollt, ja, und noch kantiger, also dass die Umrandung noch schärfer ist, dann müsst ihr ein bisschen mehr Vertices und Loops hier einsetzen. Okay? Gut. Dann machen wir hier nochmal. So. Okay. Vielleicht hier. So. So, ein bisschen mehr. Gut, alles klar. So. Ja. Schauen wir uns mal die Tür nochmal an. Okay. So, ein bisschen weiter runter. Und hier vielleicht. Ja. Okay. So.
Das war schon für mich, das reicht schon. Object Mode und einmal Backslash. So, perfekt. So, und dieses Prozess, was wir jetzt hier gemacht haben, werden wir jetzt komplett für die Innenseite machen. Ich werde es jetzt, wie gesagt, wieder in Timelapse machen und dann sehen wir es dann gleich. Ja, bis nachher.
Wand ist jetzt fertig und das schaue ich mir nochmal in Cycles an. Ja, das sieht gut aus. Okay, also ich bin mit dem zufrieden. Ja, gut, damit sind wir jetzt durch. So, in den nächsten Bereich fangen wir jetzt einfach mal mit den Betonpfosten an. So, wir selektieren einmal unsere Kollektion, Träger und Pfosten, ja, und erstellen uns jetzt ein Cube. So, da ist er. Und den wollen wir gleich mal, wir löschen erstmal die Faces, ja, unten die Faces löschen. Super. Gehen auf 1 und positionieren den mal auf der Boden, ja. Perfekt. Anschließend gehen wir in Wireframe und ziehen das mal genau so schön dicht an diese linke Wand hier. So. Und schieben das mal rein. Genau. Okay. So. Perfekt. So, unseren Würfel werden wir jetzt mal hier auf diese erste Zwischenwand setzen. Hier. Genau. A, alles selektieren und skalieren das mal in der Y-Achse. Ja, perfekt. Und schieben den ein bisschen weiter rein. So ungefähr. Ja. Ja, super. Skalieren den nach oben auf unsere passende Höhe. Ungefähr oder hier. So. So bis hierhin. Und jetzt extrudieren wir das nochmal. Und bis hierhin. Ja, perfekt. Gut, jetzt setzen wir noch einen Loop hier hin. Ja, und werden einfach diese Vorderfläche hier ein bisschen reinziehen. So, Pfeile haben ja so eine Art Schräge. Ich hab das bei einigen Hallen mal gesehen. So, aber müsste eigentlich... Oder doch? Ne, lassen wir so. Ist in Ordnung. Okay. So, und den wollen wir gleich eine Textur abgeben. Wir gehen noch einmal auf New, Beton, Pfosten. So, klicken unseren Node hier an, Steuerung Shift T. Wir nehmen dieselbe Textur wie die Mauer hier, diese Beton, ja. So, okay. Weil wir jetzt sie natürlich wieder skaliert haben, extrudiert haben, ist die Textur ein bisschen hier gestretcht. Ja, wir gehen auf A, selektieren mal alles und machen mal ein Unwrap. So. So, wie ihr seht, geht gar nichts hier. Und wenn wir nochmal auf Cube Projection, also als Würfel unwrappen, gefällt mir auch nicht. Ja, seht ihr schon, die Textur wiederholt sich hier an den Ecken. Ja, und hier genauso. So, und dafür machen wir jetzt eine Sache wieder. Wir gehen mal kurz auf Backslash, gehen auf Edit und selektieren mal die hintere Fläche hier, besser gesagt diese Kante hier. Alt-Taste gedrückt, die komplette Kante hier selektieren und dann die obere und dann die unteren. So, gut. So, das wird jetzt unsere Schnittkante. Wir schneiden sozusagen die Würfel jetzt, diesen Pfeiler jetzt auf mit Steuerung E, Mark Seam. Jetzt ist das rot markiert. Jetzt haben wir einen Schnitt gemacht und jetzt selektieren wir nochmal alles. Unwrap und jetzt können wir ganz normal Unwrap hier oben setzen und der faltet das komplett dann aus. Ne? Seht ihr? Okay, weil unsere Textur hier so eine Art ja, Betonplatten irgendwie aussieht, so die in die Querrichtung geht. Deswegen möchte ich diese hier mal drehen. Ja, und skalieren die mal. Ja, schauen wir uns das mal an. Gut. Gut, jetzt haben wir hier diese Rillen. Ja, und ich möchte den, ja, mache ich den so groß oder, ja, so mittig, glaube ich, ist gut.
Ja, genau. Okay, das gefällt mir. Gut. Das ist unser erster Pfeiler. So, und diesen Pfeiler positionieren wir jetzt an die verschiedenen Zwischenflächen mit Shift D. Ein hier hin. Schauen wir uns das mal genau an. Ja, das passt schon. Okay. So, und einen hier hin. Oder weiter raus. Ja, müsste, oder damit es schön zentriert ist. Oder den hier wegnehmen und hier rüber. Hier möchte ich ja noch einen Raum setzen. Ja, hier kommt noch ein Raum rein. Deswegen will ich, aber zentriert sieht das eigentlich besser aus. Wenn ich das so leicht... Ja, wir lassen das so. Ist in Ordnung. Okay. So, wir gehen einmal auf Top-Ansicht. Gehen wieder auf Wireframe. So, hier sind unsere Betonpfosten, die 3. Mit Shift-T einmal duplizieren und schieben das mal auf der anderen Seite. So, und jetzt muss ich das natürlich wieder drehen oder wir skalieren das spiegelverkehrt einfach in die x-Richtung. S, x, minus 1. So, gehen ein bisschen näher ran. So, hier ist unsere Wand und ziehen das einfach weiter vor. Gut. Und schauen uns das mal an. Ja, mit G, X schieben wir das so weit raus, dass es gerade mal so passt. Okay, perfekt. Super. So, und dasselbe machen wir jetzt nochmal auf dieser Wand hier. Shift D. Schieben das mal hier rüber. So. RZ 90. Und schieben das mal weiter raus. Gut. Wir gehen nochmal auf Viewport und schauen uns das mal an. Okay. GY und ein bisschen rausschieben. So. Mal gucken, ob das passt. Ja, das passt ja eigentlich schon sehr gut. Ja, perfekt. Super. Okay. Soweit, so gut. Als nächstes möchte ich noch einen großen Betonpfeiler oder je nachdem vielleicht sogar 2 hier in der Mitte setzen und der ragt bis zur Decke hoch. Ja? Was heißt bis zur Decke, sondern bis zu den Trägern und dann vielleicht noch quer. Ja, das müssen wir uns mal anschauen. So, wir klicken einmal unsere Plane. Das nehmen wir sozusagen wieder als Ausrichtung für unseren 3D-Cursor. Shift S, Cursor to Selected. Jetzt ist der 3D-Cursor hier. Jetzt erstellen wir uns wieder ein Cube. Genau, 1 Frontansicht. Genau. So, Shift die obere Fläche und ziehen das mal hoch. So. Okay, das ist sehr breit. Den müssen wir auf jeden Fall S, Shift, Z und skalieren das mal nur um den Umfang herum. So ungefähr. Ja. Anscheinend ist es doch vielleicht noch zu hoch. Wir setzen den noch tiefer. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob das vielleicht in der gleichen Höhe sein muss. Ich glaube ja. Ich gehe mal kurz auf 1, Frontansicht. Und gehe auf Wireframe. So, und jetzt habe ich hier ja, muss ich gucken, das ist jetzt der Pfosten. Mitte. Genau. So, und das sind die 3 Pfosten hinten an der Wand. So, ich setze das mal genau in der gleichen Höhe. So. Perfekt. Okay. Und schiebe den auch noch in der gleichen Position mit dem mittleren Pfeiler. So. Ja, genau. Okay. Ich hoffe, ihr habt das
Ich habe das richtig erklärt. Also es geht um diesen Pfeiler hier, dass es in der gleichen Höhe ist und auch in der gleichen Position. Ja, weil ich wahrscheinlich hier nochmal zwei Träger hier durch die Halle nochmal setzen möchte. Gut, jetzt mache ich einfach nur eine Sache. Ich klicke einmal diesen Pfosten hier an, Shift diesen letzten, da wo die Textur drauf ist, machen STRG L, Link Materials. So, jetzt hat er sozusagen den Material kopiert von diesem Pfosten hier. Gut, hier einmal A, U, Unwrap. Schauen wir uns das mal an. Okay, das passt nicht, weil das ein langes Objekt ist und der hat mir als einen Würfel jetzt hier aufgeklappt. Das heißt, auch hier sollten wir jetzt einen Schnitt setzen. Wir machen die Sache ein bisschen einfach. Wir selektieren mal diese Fläche unten. Diese Fläche hier. So, und dann Shift und dann die Kante. STRG E, Mark, Seam. Alles selektieren und wieder ein Unwrap und schon haben wir es. Und drehen das nochmal. So. Alles klar. Perfekt. Gut. Soweit, so gut. Alles klar. So, die Pfeiler haben wir jetzt schon mal. Und jetzt fangen wir mit den T-Trigger an. So, ich setze wieder ein Mesh und diesmal eine Plane. So, die Plane hole ich mir erstmal hier rüber. So. Okay, in Edit-Modus skalieren wir den gleich. So. Genau. Ich gehe mal kurz auf Backslash. So, skalieren den. Ich weiß jetzt nicht, wie dick die sind, aber ich glaube so ungefähr müsste es schon sein. Gut, und jetzt machen wir A, alles selektieren, Shift D, ziehen das mal hoch. So, ja, das müsste eigentlich passen. Ein Loop hier unten ziehen und ein Loop hier. Jetzt beide Loops einmal selektieren, STRG B. So. Jetzt diese beiden Flächen wählen. Diese unten. STRG E. Bridge Edge Loops. So. Perfekt. Soweit, so gut. Jetzt überlege ich, ist sie vielleicht zu breit? Bisschen schmäler. So. Ja. Okay. So. Und für den möchte ich vorerst dieselbe Textur geben, was ich für die Dachträger benutzt habe, weil es so eine schöne rostige Fläche war. Genau. Dann gehen wir, aber wir machen einen neuen Material. So. T. Trigger. So. Gehen auf den Node, Steuerung Shift T. So, jetzt müssen wir erstmal suchen. Rusty, ich glaube, das war das. Jawohl, da haben wir es. So, gut. Jetzt haben wir hier unsere Textur. Genau. Wählen uns jetzt diese Fläche mal aus. Und wollen die mal einmal unwrappen. So. Okay. Und ich möchte, weil es so längs ist, diese beiden Flächen, die möchte ich ein bisschen skalieren. Das bedeutet, ich möchte, dass die Rostflächen so ein bisschen runterläuft, ja. Wir skalieren das mal so. Oder wir machen das erstmal größer, etwas noch größer. Genau.
So, ungefähr. Das ist so leicht, aber die Textur wiederholt sich auch sehr stark. Deswegen skalieren wir den weiter runter. So, genau. Ja, okay. Gut, so kann ich das erstmal belassen. So, jetzt gehen wir mit Backslash wieder raus und positionieren unseren T-Trigger hier rüber. Genau. Wir haben ja jetzt unseren T-Trigger hier drauf. Ja. Na. So. Ja, perfekt. So ungefähr. Vielleicht ein bisschen verkleinern. Okay. So, und den müssen wir natürlich jetzt skalieren. Schieben das mal ein bisschen auseinander hier. So. Ja, kommt hin. Okay. So, das schieben wir ein bisschen nach vorne hier. So. Oder ich ein bisschen weiter hier raus. So. Und schiebe den noch weiter rein. So, schauen wir uns das mal an. Okay. So weit drüber. So, wir blenden jetzt mal ganz kurz unter dem Dach mal weg, damit wir von oben das auch ansehen können. Ja. Okay, wir müssen die Fläche hier, was wir hier gemacht haben, einmal wieder zurecht skalieren. So. Okay, gut. So, und den mit Shift D duplizieren wir und schieben das auf der anderen Seite. So. Ja, okay. Das passt schon. So. Shift D, duplizieren das jetzt nochmal und drehen das in der Z-Achse und schieben das mal nach hinten. So. S. So. Und jetzt weiter raus. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Gut, und jetzt müssen wir einmal diesen T-Trigger wieder selektieren und den in die Mitte setzen. So ungefähr. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt durchziehen oder wir ziehen das, ja, wir machen das einfach so. Den mittleren, den lassen wir bis zur Mitte hier. Ja. So, den skalieren wir weiter runter und schieben das mal ein bisschen weiter rein. So. Ja, genau. Okay. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir unseren Pfeiler mit dem Trigger jetzt aufgesetzt. So. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, das wird eine verlassene Fabrik. Wir bauen hier nicht komplett hier alles zusammen. Es wird nachher natürlich noch
ziemlich viel demoliert. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Wir bauen das erst zusammen und dann bauen wir ein bisschen hier mal ein bisschen Dach durchbrechen oder die Wand wird noch durchgebrochen. Solche Gedanken habe ich schon. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Okay. So, jetzt überlege ich noch, ob wir noch... Ich glaube, dass wir hier 2 Stück machen werden. Shift D. Wir duplizieren nochmal. Ja, genau. 2 Stück. Ja. So, wir nehmen nochmal diesen Pfeiler hier. Wählen diese Fläche hier aus. Und ziehen das mal nach oben. Genau. Steuerung R. Holen uns jetzt einen Loop hier hin. So, dass es so gerade mal da unter den T-Träger. Ja, das passt schon. Ein bisschen vielleicht tiefer. So, okay. Gut, jetzt holen wir noch ein Steuerung R, ein Loop und ziehen das mal ein bisschen da unter. Perfekt. Alles klar. So, wählen diese beiden Flächen aus. E, extrudieren. SX und ziehen das mal raus. Jawohl. Gut. Edge-Kante wählen und wählen diese Kante hier und diese Kante aus und skalieren die wieder rein. Ja. Okay, jetzt müssen wir A nochmal alles selektieren und ein Unwrap machen. So, jetzt ist alles durch diese Querträger natürlich ein bisschen durcheinander gekommen, aber das ist nicht so schlimm. Wir skalieren das nochmal und drehen das nochmal zurecht. So. Okay. Und diese beiden hier, der gefällt mir der Unwrap natürlich nicht. Da machen wir ein Cube. So. Genau, jetzt wählen wir einfach diese Fläche aus, verschieben das mal in eine andere Richtung oder ein bisschen tiefer, damit es so leicht unterschiedlich aussieht. Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir noch diese und die möchte ich noch ein bisschen weiter reinschieben. Ja. Ja, ich habe das irgendwo mal schon mal gesehen in einer Halle. Ich weiß aber nicht mehr auf welchem Bild, das ist mir gerade eingefallen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache da jetzt 2 Träger raus. Mal gucken, was daraus passiert. So, den schiebe ich noch ein bisschen weiter rein. Genau, den hier auch. Okay, super. So, gut, jetzt haben wir unsere 2 Träger. Genau, als nächstes mache ich jetzt hier mal den Raum fertig. So, wir wollen jetzt, wir sind ja jetzt gerade noch in unserer Kollektion Träger und Forsten. So, und jetzt möchte ich hier den Raum erstellen. Da werde ich jetzt einfach eine neue Kollektion wählen. New Collection. Und den nenne ich jetzt einfach mal, ja, Raum. So, mit Shift-Taste gedrückt, rechte Maustaste, positioniere ich den 3D-Cursor jetzt auf diese Fläche hier. Gut, dann erstelle ich jetzt wieder ein Cube. Ja, den werde ich jetzt mal zurecht in die Höhe schieben. Das ist nämlich jetzt eine Deckenplatte. So, ungefähr. Gut, und die skaliere ich jetzt erstmal in diese Position, dass so eine Decke anliegt. Ja, so. So ungefähr. So. Und hier werde raus. Jo. Genau. So. Ich will das so machen, dass diese beiden Fenster in diesen Raum dann liegen. Ja, das ist jetzt mein Ziel. Okay. Gut. Die erste Raumdeckenplatte ist fertig. In Edit-Modus A, alles selektieren. Shift, dupliziere ich das einfach. Und rotiere das einmal in der X-Achse, 90 Grad. Und ziehe das hier rüber. So. Genau. Diese Fläche lösche ich jetzt gleich.
Die werden wir auch wieder nicht sehen. So, jetzt wähle ich die untere Kante aus und schiebe die mal nach oben. So. Okay. Und wähle diese Kante aus. Und die lösche ich auch. Ja, diese Faces. Und ziehe das jetzt weiter runter. So. Diese leichte der steht ja leicht über. Das habe ich jetzt extra so gemacht, damit das als Decke sichtbar ist. Ja. So, und hier werde ich jetzt nicht mehr in Rastern arbeiten, nur zur Info. Wir bauen hier einen Raum. Die Fabrik ist doch etwas älter und hier wurde nicht komplett alles so in gerade, so einen geraden Übergang gibt es eigentlich selten. Deswegen solltet ihr auch, sobald ihr hier mit dem Raum anfangt, immer ein bisschen spontan, ein bisschen Spielraum lassen, ja? Okay, gut. Jetzt gehe ich wieder auf Edit, selektiere diese Wand hier, Shift D, dupliziere ich die, schiebe die weiter in die Mitte und rotiere die jetzt einmal in der Z-Achse 90 Grad. So. Skaliere die mal in der Y-Achse, so. Und schiebe die mal ein bisschen rüber. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Gehe mal rein ins Raum. Gut. Skaliere die mal. So. Schieb die mal in die Wand rein. So, jetzt ist sie in der Wand drin. Okay, für eine Tür ist das eigentlich gut. Es ist ziemlich eine große Tür. Ja, gut. Steuerung R, kein Problem. Hier ein Loop ziehen. So ungefähr. Und diese Fläche hier extrudieren und hier reinschieben. So, als Textur möchte ich dieselbe Textur nehmen wie die Betonwand hier. Genau. So, da gehe ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt Betonpfosten. Ja. Ich selektiere jetzt meinen Raum hier. Shift. Selektiere den Pfosten. Steuerung L. Link Materials. So, okay. Gut. Das ist soweit eigentlich in Ordnung. Nur diese Flächen hier, die sehen ziemlich gestretcht aus. Da machen wir mal einen neuen Unwrap. So. Alles selektieren. Hier. Und den drehen wir jetzt erstmal. So. Und skalieren den nochmal. Und schauen uns das mal an. Okay. Der war doch ein bisschen zu groß. Bisschen wieder rein. Und skalieren das mal nochmal in der Breite. Ja, gut. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch. Hier werde ich die beiden hier wählen. Ja. Unwrap. Selektieren und wieder rotieren. Ja. Genau. Okay. So, der Raum ist auch schon mal fertig. So, dann lass uns mal einmal in Cycles einen Blick riskieren. So. Ich möchte mal in View, also nicht unbedingt in Kameraansicht, sondern in unseren Viewport-Ansicht, möchte ich einfach mal den Winkel hier ändern. Ja, der steht gerade auf 50. Das ist dieselbe Funktion wie bei unserer Kamera, wo wir die Linse vergrößern können. Dasselbe haben wir auch für unsere Viewport-Ansicht. So, und das möchte ich mal hier ein bisschen runterdrehen. So. Machen wir mal so. So, okay. So, da haben wir auch, sehen wir mehr. Ja. So. N. Und gehen wir jetzt mal auf Cycles und schauen mal unseren Werk mal an. So. Ja, okay. Das sieht ja schon mal gut aus. So. Perfekt. Das passt eigentlich. Okay. Super. Jetzt haben wir unseren Raum auch noch schon drin.
Und jetzt möchte ich mal schon langsam ein bisschen Materialien auffüllen. Zum Beispiel hier. Hier möchte ich mal ein paar Paletten, ein paar Euro-Paletten platzieren. Hier auf der rechten Seite. So, damit fange ich jetzt an. So, wir gehen nochmal einmal auf Viewport Shading. So. Jetzt haben wir hier unseren Raum. Ja, hier unser Dachträger. Jetzt gehen wir wieder auf unsere Kollektion Fabrikgebäude. New. Und hier werden wir mal das auch gleich beschriften. Bauelemente. So. Egal was ihr auch erstellt, versucht immer eine Ordnung reinzubringen. Wenn ihr mal irgendwann ein Projekt startet und ihr müsst mal was wegblenden oder ausblenden, damit ihr arbeiten könnt, dann wisst ihr, wo das ist, dann könnt ihr es immer ein- und ausblenden. Es tut wirklich sehr gut, wenn ihr hier Ordnung schafft. Okay, jetzt haben wir hier Bauelemente, Kollektion selektiert. Ich platziere einfach mal den 3D-Cursor hier hin. Spielt überhaupt keine Rolle, oder? Nein, ich mache das hier. So. Shift S, Cursor to World Origin. So, DT Cursor ist jetzt genau auf der World Origin Position. Jetzt erstellen wir uns wieder einen Cube. Und den mache ich jetzt in Backslash wieder isolieren. So. Gut. Top-Ansicht. Gut, wir haben Europaletten. Europaletten sind ja 80 cm in der Breite und 1,20 m in der Länge. Ja, das ist definitiv so. Okay, die Höhe weiß ich jetzt nicht von den kleinen Balken, aber das werde ich im Internet bestimmt rauskriegen. Aber wir wollen ja nicht auf Millimeter genau hier eine Ingenieursarbeit abgeben. Wir machen das jetzt einfach spontan. Ja? Okay. So, wir haben jetzt hier 2 Meter mal 2 Meter. Das ist erstmal ein Cube. So, und wir wollen den erstmal in der Länge und in der Breite skalieren. So, wir gehen auf Edit. A, alles selektieren. S, X. Und machen wir mal 80 draus. So, 40, 40, 80. So, und dasselbe machen wir jetzt in der Y. So, perfekt. Gut, jetzt haben wir hier 80, 1,20 Meter. Ja? Und jetzt gehen wir auf 1. Und jetzt skalieren wir das mal auf der Z-Achse. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie dick die Platten waren. Aber ich mache mal so. So, was haben wir jetzt hier? 10 cm, 12 cm. Könnte vielleicht hinkommen. Gut, okay, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt die untere Fläche nehmen. Ja. So, und ziehen das mal hier drauf. So, Brett ist 2 cm dick. Alles klar. Perfekt. Okay. Nochmal auf Top-Ansicht. Steuerung R. 1, 2, 3. Ja, kommt hinten, oder? Ja. 6 Bretter. Wir lassen das bei 6 Bretter. Gut, und jetzt eine Steuerung B. Mit Shift-Taste gedrückt ganz leichten Bevel ziehen. Perfekt. Und jetzt, solange die selektiert sind, diese Bevels, einmal auf Face Select hier und löschen. So, jetzt haben wir unsere Bretter. Das ist schon mal gut. So, aber die müssen noch gefüllt sein. Also wir haben jetzt diese Faces gelöscht und die sind noch leer hier. Ja, diese Zwischenräume. Einfach diese Edge-Kante hier wählen und mit F schließen, F schließen, F schließen und so weiter. Und jetzt die andere Seite. F schließen, F schließen, schließen. So. Gut, jetzt haben wir unsere Bretter schon mal fertig. Gut. Ich gehe aber mal die Sache etwas anders vor. SX,
Den mache ich ein bisschen dünner. L, den schiebe ich ein bisschen weiter hier rein. R, den mache ich ein bisschen breiter. So. Und den, da will ich diese Seite hier und schiebe den mal weiter. Ne? Das war zu viel. So. Perfekt. So. Sieht doch toll aus. Okay, gut. Rechte Seite. Edit-Modus. Ja. Der 3D-Cursor liegt immer noch da. Das ist auch gut so. Jetzt machen wir einen. In Edit-Modus erstellen wir jetzt wieder einen Cube. So. A. Alles selektieren und reduzieren. Na, was ist jetzt passiert? Steuerung Z, Z, Z. Okay. Nochmal. Nochmal. S. Ah, okay. So. Und jetzt ziehen wir den mal hier runter. So, passt schon. Okay. Gut. Und jetzt nach vorne. So. Das ist die rechte Seite gewesen. Jetzt machen wir Frontansicht. Und schieben das mal hier hin. Okay. Ja. So, jetzt fällt mir ein, der muss ja tiefer. Da kommt ein Brett noch quer. SX. So. So ungefähr. Oder noch weniger. Ja, so ungefähr. Müsste eigentlich passen. Gut. Alles klar. Shift D, duplizieren wir das und ein hier rüber. Okay. Soweit, so gut. Gut, jetzt suchen wir uns ein Brett von hier was aus. Oder wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders. Wir haben ja noch unsere 2 Würfel hier. So. So. Wir haben ja unsere Fläche hier. Shift D, duplizieren einfach diese Fläche hier. Gehen wieder auf 1. So. So ungefähr mittig. Genau. Und den skalieren wir jetzt auf die X-Achse. So. Extrudieren das in der Höhe. So. Und schauen das mal an. Genau. Das sieht ja richtig gut aus. Okay. L selektieren wir den Brett und die beiden Klötze. Shift D. Top-Ansicht. Und schieben das mal nach vorne. Oder wir drehen das schon mal. Ich will einmal drehen. So. Und schieben das jetzt rein. So. Soweit, so gut. Okay. Gut. Jetzt nehmen wir den Klotz hier. Mit L selektieren wir nochmal alles. Ja. Und diesen Klotz, die beiden hier. Ich überlege gerade, der fehlt ja noch einer in der Mitte, ne? Ja, sicherlich. Okay, L, L. Ja. Shift D, duplizieren. Und, okay, da war jetzt einer zu viel. Dieser, nochmal. L, L, L. So, die beiden selektieren. Also hier, die 3 hier. Shift D. Und schieben das mal in die Mitte. So, okay. Das haben wir jetzt auch erreicht. Ja, okay. So, jetzt nehmen wir diese beiden Klötze. Den. Shift D, duplizieren das und schieben das nochmal in die Mitte. Schauen wir das nochmal an. Ungefähr so. Ja. Gut.
Wir wählen uns diesen Brett hier aus. Hier, diesen hier. Oder irgendein Brett, das spielt keine Rolle. Shift D, duplizieren das. Und schieben das da unter den Klötzen. Shift D, ein hier hin. So, den ziehen wir ein bisschen breiter. Genau, Shift D und einen hier hin. Und den noch etwas breiter ziehen. Jo. So, fertig ist unsere Europalette. Ja, okay. So, den wollen wir jetzt mal texturieren. So, auch hierfür, wie gesagt, habe ich schon eine Textur. Ist wie immer in der Videobeschreibung schon verlinkt. Wood. So, Holz. Ich klicke unser Node an, Steuerung Shift T. So, Wood Blanks. So, hier habe ich so eine Art verrottete Holzmaserung. Ja, das passt genau für unsere Europalette. Oh, sieht ja fast schon gut aus. So, schauen wir uns das nochmal an. Gut, hier sind noch einige, ja, diese Ränder hier. Die wählen wir mal alle aus. So, okay. Gut, einmal ein Unwrap. Ja. Und hier genauso. Hier, hier und hier. Unwrap. Und hier noch ein Unwrap. Gut, okay, das sieht irgendwie... Aha, okay. Den machen wir nochmal separat. Zu groß. So, okay. Ja, ich habe hier keine 2K, sondern 1K Pixel, also Textur genommen. Ich will langsam versuchen, mit den Texturen zu sparen, weil das Projekt wird ziemlich groß werden. Und ich versuche mal hier mit der Textur ein bisschen rumzuspielen. Das bedeutet, wenn wir hier mal die Textur mal anschauen, um das bisschen schauen, gehen wir mal runter. Wo haben wir unsere Textur? Da. So. Erstmal skaliere ich das mal in der Höhe. Also in der Größe. Okay. So, jetzt haben wir hier Bretter. Ja? So. Und das ist eine Textur, wo die Bretter nebeneinander so gelegt sind und so ist auch die Textur übernommen worden. Aber ich möchte die Bretter ein bisschen verteilen, ja. So, wenn das jetzt der Brett ist, den ziehe ich jetzt einfach mal hier rüber und den vergrößere ich jetzt einfach mal und ziehe den mal hier rüber, ja. Das ist so eine Art, ja, ein bisschen Unterschiede, ein bisschen rüberholt, genau. Schauen wir uns das mal an, okay. Okay, hat jetzt nicht so einen großen Unterschied gebracht, wenn ich ehrlich bin, aber ja, müsste eigentlich reichen für unsere Zwecke. Ich schaue mir jetzt nochmal in Cycles an. So. Aber für unsere Zwecke reicht das. Für unsere Zwecke reicht das. Okay, super. Einmal Backstage wieder raus. Warten eben. So. Okay, da ist unsere Europalette. Gut, den ziehen wir jetzt mal rein. Man merkt schon den Unterschied, wie groß die Halle ist. So. Gut. Okay. So. Na. Ich
gehe mal mit Komma mal ein bisschen näher ran hier. So. Gut. Jetzt habe ich hier die Europalette. Die habe ich jetzt in die Ecke gestellt. So, ich muss eine Sache noch machen. Ich habe ja diese beiden Bretter da untergesetzt. So, und den ziehen wir mal nach oben. Schön. So, okay. So, jetzt passt das wieder. Alles klar. So, da möchte ich jetzt die Wand voll Paletten haben. Ja, und die kippen auch irgendwann um. Das werden wir auch noch machen. Aber erstmal vorbereiten hier, ja? Gut. Ich gehe auf 1. Ich werde jetzt nicht mit Array arbeiten. Ich werde die wirklich jede einzelne duplizieren und dann alle unterschiedlich stapeln, ja? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich will die nachher in allen Richtungen ein bisschen rotieren und verschieben. Und das kann ich nur machen, wenn ich wirklich die Paletten einzeln dupliziere. Das zeige ich euch jetzt. Shift D, den ersten. So. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Immer so weiter. So. Gut, jetzt haben wir unsere schön sauber gestapelten Europaletten. So, jetzt selektieren wir jetzt alle. Ich gehe mal auf C und na. So, alle selektiert. Gut, perfekt. Wenn wir jetzt alle Objekte selektiert haben, dann gehen wir hier auf Object, Transform und gehen mal hier auf Randomize Transform. So, jetzt hat sich hier ein Tab geöffnet. So, das muss ich muss eine Sache hier noch ändern, damit ihr es auch sehen könnt. Den Screencast muss ich dementsprechend hier zur Seite ziehen. So, okay. Okay. So, und jetzt diesen Randomize Tab hier, diesen Tool öffnen. So, und jetzt seht ihr hier die Rotationen und Location und Skalierungen. Das bedeutet, alle Objekte, die jetzt selektiert sind, könnt ihr in diesen Richtungen jetzt unterschiedlich bewegen und skalieren. Und ich möchte die erstmal alle unterschiedlich in der Z-Achse rotieren. So, dann drücke ich hier drauf, ganz vorsichtig, und fange mal an. Ups, das war jetzt zu viel. So, das war jetzt gerade zu viel. Ich gehe mal, tippe das mal ein. So. Und ihr merkt schon auf dem Bild, ich mache das mal hier weg. So. Ihr seht schon, wie sich das verändert. Ich mache mal 5. So. Ne? Das sieht schon ganz anders aus und viel realistischer. Ja? Genau. Und dasselbe könnt ihr auch jetzt in die Location ändern, ja? In welche Richtung da noch gehen soll. Ich sag mal 0,2 vielleicht in der X-Richtung. So, und dann seht ihr, was passiert. Das war wahrscheinlich zu viel. Ich gehe mal auf 0,05. So, und schauen uns das mal an. Ja. Genau. Das sieht richtig gut aus. Okay, so, das war's auch schon. Das wollte ich nur gezeigt haben. Also, so kann man die Arbeit viel schneller wegkriegen. So, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran hier. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja. So weit, so gut. Und davon brauchen wir natürlich hier ein bisschen ein paar welche mehr. Und dann nehme ich jetzt einfach mal die ersten hier. So. Shift D. Dupliziere ich einfach. So. Und gehe wieder auf Transform, Randomize. Und setze den mal jetzt auf
0 und nehme die Y-Achse 0,02 so und nehme die Z-Richtung mal in Richtung -5. So ungefähr. Genau, und schon haben wir hier stapelweise Paletten hier. Und jetzt sehen wir natürlich eine Sache, das werden wir auch mit der Textur hier machen, das geht nicht anders. Wir werden die Europaletten unterschiedlich noch ein bisschen mit der Farbe ein bisschen rumspielen. Wir machen drei Texturen, 3 unterschiedliche Texturen und ändern vielleicht nur den Kontrast und die Helligkeit, damit da ein bisschen Unterschied reinkommt. Und wir werden ein paar Bretter hier auch kaputt schlagen. Ja, da sollen wir ein paar Bretter vielleicht raushängen. Wir nehmen mal einfach den ersten hier mal runter, Beispiel. So, rotieren das mal auf der X-Achse so und schieben das mal. Wir gehen mal auf 3, gehen auf Wireframe. So, okay. Und jetzt rotieren wir das nochmal. So, gut. Der liegt schon eigentlich auf dem Boden. Ja. So, und ziehen das mal ein bisschen hier weiter rüber. Ja. Gut, okay. Schauen wir uns das mal an. Gut, der kann noch ein bisschen weiter rüber. Ja, Leute. So viel zu den Paletten. Gut. Okay. Der Raum ist soweit aufgebaut. Das war erstmal zu diesem Tutorial. Ja, es geht noch weiter. Wir werden in diesen Raum noch vielleicht noch einen Schreibtisch hinpacken und noch eine Tür noch einbauen. Das kommt alles noch und ein paar vielleicht Tonnen werden noch hier einmodelliert. Da kommt noch einiges auf uns zu. Bleibt gespannt. Ja, und bleibt dran, ne? Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.